I must have done something good to deserve you. Ja, ihr habt es gesehen, es ist endlich mal wieder soweit. Eine neue Reiseserie bei mir auf dem Channel. Diesmal nicht mit einer Reise-Enduro, sondern mit einem Naked Bike. Und zwar wird richtig gescheppert auf Sardinien. Und ich hoffe, ihr seid so hyped wie ich. Ich freue mich auf jeden Fall. In dieser Folge werden wir ein bisschen die Anreise behandeln und natürlich dann auch die ersten Kilometer auf der Insel fahren. Und was soll ich sagen? Warum auch immer endet die Anreise direkt mit einem Werkstattbesuch. Lasst uns rausfinden, was es damit auf sich hat. Es hat 6 Grad, es ist kalt, aber es ist schönes Wetter. Ich habe das große Problem, ich bin kurz vor der Autobahn durch so ein bisschen so eine Schafsherde durchgefahren. Und jetzt riecht mein Bike dermaßen nach Scheiße, Alter. Oh mein Gott, ja, da hängt noch ein bisschen Schmodder am Rad. Geil. Oh yeah! Die Schweifbaby! Irgendwas fühlt sich ganz komisch an. Ich glaube, ich habe schon wieder einen Platten. Nee, ist alles gut. Nice. Wer baut so große Schiffe, Alter? Wofür? Alter, was? Mit Klimaanlage? Das Schiff ist nagelneu, ne? Achtung. Wie geht der Käse? Oh, Mutti, guck dich das mal an. Voll geil. Also wir fahren jetzt hier, falls ihr das noch nie erlebt habt, wir fahren jetzt so in 1-2 Stunden los und morgen um 6 Uhr heimert hier jemand wie beim Militär gegen die Tür und weckt mich und dann geht's raus. Das ist ja voll der Luxus, alter Schwede. Ich war früher viel so campen. Das ist ja nagelneu. Guten Tag. Das ist ja, ich muss sagen, das ist besser als manche Hotelzimmer, die ich hatte. Voll geil. Ich finde es ja eigentlich absurd, dass du diesen Luxus hast. Hast du Strom hier. Ist das sogar ein Internetanschluss? Ich lang mal rein. Ja, ist völlig absurd. Voll geil. Und man kann sich natürlich, wenn ihr einen Kumpel habt, könnt ihr das teilen. So, ich ziehe mich jetzt erstmal aus. Oh Gott. Der beste Moment eines jeden Tages. Oh. Oh Gott. Ich bin so happy. Gott, bin ich happy. Es war wirklich nicht so leicht die letzten Tage. Es war wirklich rough. Als ich da im Schnee über die Alpen gefahren bin, meine GoPro ist eingefroren, deswegen gibt es davon keine Bilder. Da dachte ich zwischenzeitlich, was tue ich hier eigentlich? Aber es gibt diesen Moment immer auf jeder Reise. Da muss man einfach durch, so meine Erfahrung. Gute Nacht, bis morgen. Es ist 6 Uhr. Es hat auch nichts mehr mit Urlaub zu tun hier. 6 Uhr. Der Seegang heute Nacht war echt rough. Ich habe kurz überlegt, ob ich hier einfach in die Kisten reinreihe, aber dann habe ich mich dagegen entschieden. Ja, ich sehe die Insel noch nicht. Wir sind vielleicht bin ich auf der falschen Seite, Verbot, keine Ahnung. Ne? Backboard, Bugboard, Steuerbord, Skateboard. So, guten Morgen. Es ist 7:45. Der Hauptmann war schon gerade da und wollte mich hier rauszerren. Habe ich gesagt, 5 minutos oder so. Bin mir nicht sicher, wie genau das heißt. Also so 5 Minuten. Ich muss ein Video aufnehmen. Ja, wir sind da. Ich packe jetzt meine Sachen hier zusammen, beziehungsweise ist schon fast alles zusammengepackt. Da draußen ist die Insel. Ja, in einer halben Stunde bin ich hier raus, nehme ich mal an.
Geil, war top. Gern wieder. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Geil. So, und was ich jetzt als allererstes machen werde, ich fahre die berühmte SS 125 bis nach Abertax. Geil, Alter. Jetzt wird gescheppert. Jetzt wird's krank, Alter. Jetzt wird's richtig geil. Passt auf. Es nimmt halt echt kein Ende, ne? Oh, jetzt kommt auch wieder die Sonne raus. Guckt euch diese Straßen an. Achtung, Soundcheck. Alter, was ist die Straße? Oh mein Gott, das ist ja völlig krank. Ja, ich habe leider schon gemerkt, dass die Italiener hier sehr gerne die Kurven schneiden. Und vor allem LKW und Busse und so weiter. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern echt so zu 3/4 auf deiner Spur. Das heißt, gerade bei so Rechtskurven ist es unfassbar sketchy. Kannst du eigentlich immer damit rechnen, dass einer um die Ecke geschossen kommt auf deiner Spur. Ich fühle mich verpflichtet, hier eine Sache zu tun. Das ist ja völlig bekloppt, Alter. Guckt euch das an. Aber hier windet es extrem. Ich kann hier nicht die Drohne hochwerfen, leider. Aber eine Sache kann ich tun. Ich habe extra was mitgenommen. Nett hier. Aber was ist schon mal in Baden-Württemberg? Nee, also da sehe ich mich dann auch schon so ein bisschen als Botschafter. Hm? Das ist also Sardinien. Auf meiner To-Do-List steht nun der Check-in für meine Unterkunft und ein Werkstattbesuch, aber dazu gleich mehr. Um mein Bike auf die Reise vorzubereiten, habe ich eine Sache getan, die ich inzwischen vor jeder meiner Reisen mache. Ich installiere einen GPS-Tracker wie beispielsweise SysApp. Damit wird meine Route in Echtzeit aufgezeichnet. Ich kann sie zum Beispiel als GPX-Datei exportieren. Ich bekomme Notifications, wenn jemand an meinem Motorrad rumrüttelt, während ich in einem Café sitze. Und meine Familie kann jederzeit live verfolgen, wo ich gerade bin. Anders als bei vergleichbaren Anbietern ist SysApp eine einmalige Investition. Es gibt keine monatlichen Kosten. Manche Konkurrenzprodukte muss man außerdem unnötig kompliziert an die Bordelektronik anschließen und dafür das komplette Bike auseinandernehmen. Bei SysApp hingegen klemmt man einfach nur die beiden Kontakte unter den Plus- und den Minuspol der Batterie, verbindet die App und fertig ist der Lack. Folgt dem Link in der Beschreibung oder scannt diesen QR-Code, um einen Tracker für euer Fahrzeug zu kaufen. Mit dem Code Luke bekommt ihr außerdem 15% Rabatt. Salve. Are you Marco? Buongiorno. Hi. Marco non in sé, ciao, è in fuori. For Do you change? speak English? Inglese? Pochino, prova. I emailed Marco about 2 new tires. Ah sì, delle Michelin? Pirelli Angel GT. Ok, sì. Front e back? Yeah. Ich hatte auf der Anreise mehrfach irgendwie das Gefühl, dass was mit den Reifen nicht stimmte. Ich glaube, ich habe einen Plan. Es fühlt sich ganz, ganz falsch an. Ach ja, mal wieder. Mein täglicher Platten. Das kannst du keinem erzählen, Alter. Hab ich schon wieder einen Platten oder was? Ey, wäre mein fünfter Platten im kompletten letzten Jahr. Und wenn ich eins gelernt habe, dann, wenn sich das Gummi komisch anfühlt, sollte man nicht weiterreiten, sondern checken, ob alles in Ordnung ist. Es war wie auf Holzreifen fahren. Daher habe ich die Jungs von Sasso Gomme angeschrieben und sie meinten einfach, klar, komm vorbei. Für 360 € gab es dann einen nagelneuen Satz Pirelli Angel GT2. Nach dem Reifenwechsel ging es zu meinem Apartment. Und da ich zu früh dran war, musste ich noch kurz warten. Das war hart. Am meisten ärgert es mich echt, dass ich weiß, ich bin hier nur 10 Tage. Aber das ist ja echt
Oh mein Gott. Das ist eigentlich ganz geil, wenn du schon am ersten Tag weißt, du musst nochmal wiederkommen, oder? Was ein Traum. Ich war hier als Kind mal, aber da erinnere ich mich natürlich nicht mehr dran. Hey. So, gerade eingecheckt. Das ist meine Dachterrasse. Süß. Das hier bekommt man übrigens für um die 60 € pro Nacht in der Nebensaison. Strand direkt vor der Tür und die perfekte Ausgangslage für die nächsten Tage. So, das war die erste Folge meiner Sardinien-Serie. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es wird jetzt noch einiges kommen natürlich. Wir werden jetzt die Insel komplett von Kopf bis Fuß und ein bisschen zwischendrin mal ein bisschen umkrempeln und mal schauen, was es hier gerade für Biker zu tun gibt. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, ist kostenlos, dann verpasst ihr nichts mehr. Daumen nach oben ebenfalls. Oder falls es euch nicht gefallen hat, natürlich auch gerne Daumen nach unten und konstruktives Feedback. Freue ich mich immer sehr. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao. So entsteht übrigens ein Thumbnail. Ich bin sehr dankbar, dass mir gerade zumindest wissentlich niemand zuguckt. Es ist komplett bekloppt. Okay. Gott, ist das dumm, Alter. Das haben sich die Neandertaler auch nicht gedacht, dass das irgendwann mit der Evolutionsstufe so endet und man hier sitzt und solche Thumbnails macht.